Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag. Länger und nichts von mir gehört. Total im Trouble gewesen, aber so ist das hier immer. Ich wollte euch so ein bisschen zeigen, was wieder abgeht. Hier haben wir einen sehr schicken Motor von Tauber Motorsport. Wenn ihr den Koffer nicht kennt, Moment, hier ist Link und kurzes Video. Kämpferisch klar ausfeiten. Und da ist er genau dahinter. Dagegen Audi Quattro. Das ist das Duell. Wir haben diesen schönen Motor von diesem Rallycross-Auto hier. Das ist ein ER20 Closed Deck. Schon mit 14 mm Stud Conversation. Und echt ein elegantes Teil. Der fährt ganz schön viel Ladedruck. Der muss ganz schön was ab. Der Kollege hat, mal sehen, ob es scharf bekommen. Der hat Male-Schmiedekolben drin. Vorher waren Omegas drin. Die haben nicht gehalten. Die Male machen sich super. Wir haben hier echt kaum Abrieb. Das Ding ist schon 8 Rennen alt. Hier haben wir die Köpfe dazu. Die sind echt schick geport. So, ein bisschen heller machen. Das sind echt elegant gemachte Köpfe. Natürlich Nockenwellen, alles gemacht. Ölpumpe und die diversen anderen Teile. Der Motor ist hier, weil wir eine Problematik hier mit dem Axialspiel der Kurbelwelle haben. Das Auto fährt ein Porsche-Getriebe und eine Doppelscheibenkupplung, die wirklich viel Druck aufbaut, und das macht das Axiallager nicht wirklich mit. Deswegen ist der Motor hier und wir kümmern uns mal darum, dass das auch für die Zukunft hält. Ich zerlege den jetzt, da seid ihr dabei und dann schauen wir uns das mal an. Eins, zwei, drei, vier. Genauso wird das hier in der Kiste sein. 1, 2, 3, 4.
So. Zylinder 1. Manchmal hängen die so ein bisschen in den Hülsen. So, schauen wir uns mal die Pleuelager an. Ja, die schönsten sind es nicht mehr. Man sieht hier, die 3 Schichten sind abgetragen. Hier sind wir jetzt auf blanken Metall unterwegs. Moment mal. Ich mache gleich mal so ein paar Aufnahmen, Detailaufnahmen in Ruhe. Dann spiele ich die ein. So. Die fahren natürlich eine brachiale Zündung da in dem Rallycross. Also ich denke, die kriegen, wenn sie wollen, alles klein. So. Hier sieht man auch wieder die obere Lagerschale, ne? Starker Verschleiß. ACL-Lagerschalen waren die gefahren. Jetzt kommen Mahle im Motorsport rein. Qualität. Können an allem sparen, aber nicht an den Pleuelagerschalen. Es ist zwar immer eine Frage der Einstellung, aber ich habe so gute Erfahrungen mit den Mahle im Motorsport-Produkten gemacht. Bei mir gehen keine Motoren mehr ohne Mahle Motorsportlager rein, außer der Kunde wünscht das explizit, aber dann, das ist selten der Fall. Die fragen mich ja in der Regel, was gut ist. Die sind zwar teurer, aber das ist auf jeden Fall ja Geld wert, weil
So eine Lagerschale ist nicht so leicht bei einem Subaru Motor zu tauschen, würde ich sagen. Ich kenne so verschiedene Driftkoffer, jetzt nicht Subarus, die tun dazwischen den Rennen mal eben die Lagerschalen tauschen. Dann machen die Ölwanne runter, werfen sich unter das Auto und werfen da gerade mal das neue Lagerschalen rein. Fand ich lustig, als ich das gesehen habe. Ich glaube, irgendein Nissan-Haufen war das. So. So, jetzt widmen wir uns dem eigentlichen Problem, dem Axialspiel der Kurbelwelle. Ich konnte da jetzt auf den ersten Blick jetzt echt nicht wirklich was erkennen. Schauen wir jetzt mal da rein. Wir werfen die Kurbelwelle mal hier rein und schauen mal, wo die Problematik ist. So. Das ist echt traurig, ey. Hier, das ist echt traurig. Und da zeige ich euch gerade, ne? Das ist echt ein teurer Motor, der echt mit viel Liebe zusammen eigentlich gebaut werden sollte. Und dann guckt euch das an, ne? Moment. Ich krieg das scharf. Wenn ich bloß besser mit Kamera umgehen könnte. Da seht ihr das, die verdammte Dichtmasse in dem Ölkanal des Hauptlagers. Das ist einfach, man muss hier so filigran das die Dichtmasse auftragen. Das muss so ganz dünn sein und das darf bloß nicht in Richtung den Kanal gehen, ne? Und hier wieder halber Kanal verstopft. Herzlichen Glückwunsch. Immer das Gleiche. Zehntel. So. So sieht die Geschichte jetzt aus. Ich habe gerade mal das Axialspiel gemessen, also es ist in meinen Augen voll im Rahmen. Die Kupplung von dem Kunden hat nicht mehr richtig getrennt. Ich bin der Meinung, der Kunde sollte mal an seiner Kupplung oder eventuell Getriebe, müssen wir mal schauen, mal danach gucken, weil hier ist kein Problem. Es ist zwar gut, wir hätten den Motor aufmachen müssen, da die Pleuelager ziemlich runter sind, aber axialtechnisch ist hier eigentlich soweit alles gut. So, wir schauen jetzt noch, ob die Zylinder korrekt geholt sind. Uhr ist genullt auf 93. Das sieht sehr gut aus. Das ist schön, das freut mich. Die Kolben sehen auch wirklich sehr gut aus. Ich mache euch die mal scharf. So, man sieht also, der Verschleiß an dem Hemd ist so gut wie nichts. Hier war irgendwann mal ein Fremdkörper, da sieht man dann eine kleine Riefe, aber die ist soweit okay. Wenn die Kolben verschlissen sind, werden die Kanten hier rund. Das passt auch, das ist auch voll okay. Ich werde Kolbenring Stoßspiel mal prüfen. Oben, wunderschön, ne? Die sehen alle gleich aus, die Kolben. Top. Male eben. So, hier haben wir die Pleuel. Hatte ich eben schon euch gezeigt. Das ist ein Roger Clark Pleuel, also Aero Pleuel mit ALP 2000 Stehbolzen, ACL Lagerschalen. Die untere Lagerschale
Hier war irgendwann auch mal ein Fremdkörper reingekommen. Man sieht hier diesen leichten Riefen. Unterlagerschalen gehen, aber da die brachiale Zündung fahren und die Druckbelastung natürlich von oben kommt, die Lagerschale, die ist jetzt so gut wie hin. Ne? Also ich hätte dem Motor vielleicht noch 2 Rennen gegeben, dann hätte sich das Pleuelager gemeldet. Obwohl vielleicht auch 3, weil die fahren sehr dickes Öl. Ne? So, das war's von mir. Wir werden diesen Block jetzt komplett neu überarbeiten, neu lagern, zusammenbauen und dann dem Kunden fertig als Longlok übergeben. Haut rein, stay tuned. Wartet, ihr kriegt noch was Schönes. Das ist schön. Ja. Müde, ne? War ein anstrengendes Wochenende.